Hallo in Hallo. unserer liebsten Wohnung. Du hast einen Zettel. Ja, ich weiß was ich sagen will. Jetzt hatten wir 100 Episoden, also eigentlich 101, wenn man 5,5 mitzählt. Insgesamt mit den ganzen Dachzeltvideos und sowas sind es, glaube ich, schon über 115, glaube ich, sowas in die Richtung. Mit der Standheizung Ja. und das ist irgendwie ein guter Anlass, nach 100 Episoden mal zu sagen, okay, wir haben jetzt, abgesehen von unserer Weihnachtspause, haben wir jetzt wirklich seit über einem Jahr konstant 2 Videos pro Woche, ungefähr 15 Minuten lang jeweils, wirklich konstant immer hochgeladen und geschnitten und und dadurch, dass es halt wirklich viel Arbeit ist und wir jetzt eben nebenbei noch einen 40-Stunden-Job haben, geht sich das zwar alles immer noch gut aus, aber das Problem ist einfach, dass diese Kreativität für die Videos, die wir gerne noch machen würden, weil wir haben jetzt quasi ein Jahr Reise mit dem Defender hinter uns, mit Dachzelt und würden gerne alle möglichen Videos machen, mit wie viel kostet das, was hätten wir anders was gemacht, hätten wir anders was gemacht? muss dabei sein, was sollen wir nicht mitnehmen. Sowas. Genau, Erfahrungen, Wildcampen und so weiter. Ja. Und da haben wir halt schon einige Ideen, aber sich darüber Gedanken zu machen und in Ruhe hinzusetzen, das zusammenzuschreiben und sowas, das geht sich halt einfach nicht aus, wenn man nur so quasi funktioniert, wie wir das jetzt gemacht haben. Weil das Schneiden bedarf, es ist jetzt quasi nur Arbeit, die man halt macht. Ja, und dass wir zwischendurch Sachen erleben, da filmen wir halt, das geht auch schon mittlerweile automatisiert. Aber eben für diese Sondervideos wollten wir uns einfach genug Zeit nehmen. Deswegen werden jetzt wahrscheinlich die nächsten 4 Videos, also 2 Wochen, eventuell 3 Wochen ausfallen. Müsst ihr mal ohne uns klarkommen. Aber wir bereiten da eben ganz viel vor. Und wir haben das nächste Reisevideo schon gefilmt, weil letzte Woche war nämlich Besuch da, Defender-Besuch und Dachzeltbesuch und noch Freunde aus Österreich und da sind wir halt herumgereist und haben das auch gefilmt, das war ziemlich cool. Das kommt dann als nächstes und nächste Woche bekommen wir eben Besuch von Marina und Michael, mit denen wir in Marokko waren mit dem Truck und jetzt ist er auch schon ausgebaut, also vielleicht können wir nicht dann ganz was fertig, filmen. aber er ist schon fertiger. Ja, also wir haben schon Pläne, was da noch kommt. Und ja, also sonst geht es ganz gut eigentlich mit dem Reisen, dass wir das so zwischendurch einschieben können. ja, Und Kroatien ist echt beeindruckend. wirklich schön. Man braucht eigentlich nur eine Stunde fahren. Ja, und schon Und ist man in man der ist schönsten Landschaft. wirklich schön irgendwo im Ruhigen. Ja. Das ist schon super. Und wie es jetzt im ganzen Großen weitergeht, ist auch eine große Neuigkeit, weil es ist so, wir arbeiten jetzt bis Herbst und dann würden wir gern wieder reisen, also wirklich länger reisen. Europa ist auch richtig schön und eigentlich auch richtig gut im Dachzelt, aber halt nicht so gut im Winter. Das heißt, wir werden den Winter in Wien sein, also von Oktober bis Februar circa. Da werden wir auch ein Semester studieren, auch um zu schauen, wie uns das gefällt und was wir eigentlich wollen. Und dann geht es wahrscheinlich wieder für 9 Monate los, also wieder durch Ziemlich Europa, sicher irgendwie. wieder nach Marokko und vielleicht auch ein bisschen Richtung Osten. Schauen wir mal. Das ist noch offen, aber grundsätzlich Das wäre so schön. wieder Europa ist schon, also viele fragen uns, aha, und jetzt habt ihr Europa gesehen, wollt ihr woanders hin? Eigentlich nicht, also Europa Ja, es war gibt ja auch schon, so viele Sachen, wo wir nicht waren. Ich meine, durch manche Länder sind wir nur durchgefahren und wir könnten noch 5-mal durch Europa fahren und würden immer neue Sachen sehen. Ja. Und das Lustige ist irgendwie, ich bin damals, also vor einem Jahr jetzt bin ich losgefahren und habe gesagt, ja, also die 18 Monate jetzt und dann ist wieder mal genug und dann möchte ich mich auf Studium, also dann freue ich mich auch schon auf Studium und ja, daraus ist jetzt irgendwie doch noch ein Jahr aufgeschoben worden, weil wir eben jetzt von den 18 Monaten, die wir ursprünglich geplant haben, eben die 6 Monate Kroatien weggenommen haben und deswegen kommen jetzt dann am Ende nochmal 9 dazu. Also und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Und Patreon funktioniert eben auch so, dass wir pro Video das Geld bekommen von den Leuten. Das heißt, wenn wir keine Videos hochladen die nächsten 2-3 Wochen, wird auch nichts abgebucht. Und insofern ist da auch alles safe. Ja. Was möchtest du noch sagen? Ein Zettel? Marina Michael, Kommentarist vorstellen. Genau. Wir wollen ja Q&As machen. Also ihr stellt Fragen, wir beantworten sie. Und da haben wir schon eine lange Liste voller Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen. Und wenn euch noch welche einfallen, schreibt sie einfach jetzt in die Kommentare. Ich lese einfach mal vor, was wir für Fragen haben. Ja. Aber sonst ist alles doppelt. Okay. Also bitte nur Fragen stellen, die noch nicht gefragt worden sind. Also, was kostet so eine Reise? Was macht ihr beruflich? Wie navigiert ihr? Wie findet ihr Schlafplätze? Seid ihr zusammen? Was hat euch am besten gefallen? Wie filmt ihr? Wie schneidet ihr? Welche Drohne habt ihr? Wer macht was? Fühlt ihr euch oft unsicher? Wie ist Fahren im Ausland? Ernährung, Bewegung, Werbung, Internet, Musik?
Habt ihr euch vor der Reise gekannt? Wie alt seid ihr? Wie ist das mit den Handtüchern? Habt ihr noch was gehört? Wie macht ihr das mit den Kommentaren, die nicht so nett sind? Kein Shampoo in Reserve mitnehmen. Was ist mit dem Defender nach der Reise? Die Aufkleber hinten, Ja. zweiter Ersatzreifen, kommt ihr zum Dachzeltfestival? Aber das können wir gleich beantworten. Wir würden so gerne, aber wir arbeiten jedes Wochenende und wir können wirklich einfach nicht weg. Also es wird Ja. da wirklich jemand fehlen und wir bekommen einfach nicht frei. Und das finden wir so mega schade. Wir waren da doch eingeladen, um einen kleinen Vortrag zu halten, weil wir halt jetzt ein Jahr mit Dachzelt unterwegs waren. Und das würden wir mega gerne machen. Der Tilo ist auch super nett, also wir empfehlen allen nur Ja, hinzufahren. und wir können, glaube ich, 2 Karten Ja. verlosen. Also was ich mir schon mal überlegt habe, ist, dass mich interessieren würde, in welchem Moment ihr euch am meisten mit uns identifizieren konntet. Also ich glaube, so YouTube schauen ist doch immer auch ein Fall von, sind wir einander sympathisch? Also ich glaube, wenn wir euch nicht sympathisch wären, würde uns wahrscheinlich nicht schauen, weil so tollen Defender-Content haben wir jetzt auch nicht nur. Ja? Und mich würde einfach interessieren, wo ihr euch am meisten mit uns identifiziert habt. Und die Antworten, die uns am besten gefallen. Dafür gibt es dann die Tickets? Ja. Okay. Das ist ein bisschen subjektiv, aber Ja. ist gut, oder? Ich hoffe, Tilo ist einverstanden. Ja, ich glaube, es waren 2. Wenn es nur 1 ist, aber Nein, ich glaube, es ich waren glaub, 2, 2. oder? Ja, also 2 Tickets. Gut, also Neuigkeiten und Fragen stellen und Dachzeltfestival-Tickets gewinnen. Genau. Was ist das Ja, jetzt? es ist übrigens sehr bald. Es ist schon übernächstes Wochenende oder sowas. Das Wochenende nach dem 19., 22. Okay, also verbringt gute 2 Wochen und wir sehen uns bald wieder. Ja. Servus und Baba. Ja, ciao. Ist das heiß? Zwei Sachen noch vergessen. Und zwar beim Dachzeltfestival gibt es auch wirklich einiges an Rahmenprogramm. Also es gibt ganz viele Vorträge, unter anderem von The Sunnyside. Aber alle, die The Sunnyside kennen, wissen das wahrscheinlich eh schon von ihrem Kanal. Aber es gibt Yoga, es gibt Hundeworkshops, es gibt, Zitat Thilo, Klangschalenkram. Und ja, eigentlich noch vieles, vieles mehr. Und es ist eben einerseits ein gemütliches Wochenende mit Dachzeltgleichgesinnten und andererseits kann man auch Dachzelte von diversen Herstellern besichtigen, Probe liegen und ganz viel anderes Campingzeug auch mal anschauen, angreifen. Außerdem gibt es noch eine Tombola zugunsten von einem Kinderhospiz und ein Los kostet 5 Euro und man kann nicht nur daran teilnehmen, wenn man am Dachzeltfestival ist, sondern man kann eigentlich generell immer daran teilnehmen. Den Link findet ihr dazu auf der Dachzeltfestival Homepage. Und ein Los kostet 5 Euro und man kann als Hauptpreis, gibt es 2-mal ein neues Dachzelt zu gewinnen. Und das ist schon mal was. Und dann haben wir seit dem letzten Danke-Sagen wieder noch 4 neue Patreons dazu bekommen. Das sind Christian, Benjamin, Andreas und Simon. Und das ist wirklich beeindruckend, dass man trotz dieser Anonymität und großen Distanz, die wir zu euch und ihr zu uns habt, es trotzdem Leute gibt, die das super finden, was wir machen und auch den Mehrwert quasi sehen und das ja, und uns da unterstützen. Und das ist, ja, also mir fehlen teilweise wirklich die Worte. Es ist so verrückt, auch wenn man das den Großeltern erklärt jetzt, dass man jetzt mit diesen YouTube-Videos pro Video Geld dafür bekommt von Leuten, die man nicht kennt. Also, es ist so verrückt, dass es auch funktioniert. Ja. Und dass das eben das, was wir richtig gerne machen, dass wir von dem dann zumindest derzeit nach einem Jahr zu 30% davon leben können, ist schon verrückt. Also wirklich danke an alle Patreons besonders, aber auch an die PayPal-Unterstützer, zu denen ich jetzt nämlich auch komme. Das ist so eine lange Liste, dass es mir leider nicht möglich ist, in akzeptablem Zeitaufwand diese Liste auswendig zu lernen. Deswegen lese ich es jetzt einfach mal vor. Und ja, danke für die PayPal-Spenden von Heiko, Wolfgang, Jan, Patrick. Patrick hat uns eine sehr, sehr lustige Situation geschildert. Und zwar hat er auf seinem PayPal-Konto 8 Euro gefunden und an uns gedacht. Also ja, alle anderen, checkt mal euer PayPal-Konto, vielleicht sind da auch noch irgendwelche Reste drauf. Dann Cornelius, Mario, Johannes, Andreas, Ronny, Bettina und Uwe, Markus und Martina, Heinrich, Jörg hat geschrieben, er schaut uns schon seit einem ganzen Jahr jetzt. Und wenn man es zusammenrechnet, ist das über einen ganzen Tag Lebenszeit, die du mit unseren Videos verbracht hast. Das ist verrückt.
Ja, dann noch großen Dank an Ingo und thank you to Robert. Ja gut, das waren noch die 2 Dinge. Danke und ciao.